Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich, wie man das Gehäuse für ein Oszilloskop zusammen. Das Gehäuse ist aus Acryl und besteht aus einer unteren und einer oberen Abdeckung, dann kommen 4 Seitenwände hinzu. Und das hier sind die Zwischenteile, die in der Mitte des Gehäuses platziert werden, dann haben wir Schrauben und Muttern zur Befestigung und Knöpfe. Es werden ein paar Knöpfe übrig bleiben. Im Allgemeinen zeige ich jetzt, wie einfach das alles zusammenzubauen ist, und das Wichtigste ist, dass alles zusammenpasst, nichts verbogen wird, die Löcher übereinstimmen und die Knöpfe gut funktionieren. Sonntag. Zuerst nehmen wir das Display ab. Es wird mit diesen Pins eingesetzt. Hier und hier. Da sind sie. Es muss auf dieser Platte befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen für die Knöpfe, der Knopf wird hier eingesetzt, so sind, dass die Aussparungen für die Knöpfe und auch für diese Schalter vorhanden sind. Hier soll sie eingesetzt werden, und darauf wird das Display so befestigt. Im Lieferumfang sind 4 kleine Schrauben enthalten. Hier sind sie. Und 4 kleine Muttern. Die restlichen sind größer. Zuerst schrauben wir es hier fest. Die zweite. Die dritte und die vierte, die letzte, schrauben wir jetzt fest. So, festgeschraubt. Man muss es nicht zu fest anziehen, es wird sich nicht lösen. Vorgesetzt, leicht angezogen. So, nichts überdrehen. Jetzt nehmen wir diese obere Platte, die die Löcher für die Knöpfe hat. Und diese, die Zwischenteile, in die die Knöpfe eingesetzt werden. Wir achten darauf, dass auch hier alles übereinstimmt, drehen es so um, denn hier haben wir 4 Knöpfe, und hier ist der 5. Hier werden die Anschlüsse für diese Pins sein. Und hier sind die seitlichen Schalter. So richten wir es aus, mit der oberen Abdeckung und stecken 4 lange Schrauben durch. 1, 2, 3, 4 durchgesteckt und legen es jetzt so hin. Jetzt stecken wir die Knöpfe in diese Löcher. Hier sind unsere Knöpfe, wir stecken sie mit der kurzen Seite nach unten ein. Das wird also die Seite des Knopfes sein, die wir mit dem Finger drücken werden. So, sie sollte kurz sein. Wir stecken sie hier ein, 1, 2, 3, 4. Hier den 5. eingesetzt, und hier die Schalter. Diese langen Knöpfe stecken wir so ein. Eingesetzt. Jetzt drehen wir es so hierher um. Setzen die Platine mit dem Display auf, mit diesem Abstandshalter. So, aufgesetzt und mit Muttern festziehen. Fertig. Jetzt festziehen. Mit einem Schraubendreher. So, ein Teil des Gehäuses ist bei uns bereits montiert, fertig. Die Tasten sind in ihren Fassungen. Und sie fallen nicht mehr heraus. Das heißt, alles ist sauber montiert. Und nichts verzieht sich irgendwo. Jetzt setzen wir die Platine ein. So sitzt sie bei uns. Und hier ist es wichtig, dass diese Führungen hier an den Schaltern übereinstimmen. Das heißt, Sie können sie in eine Position nach rechts bewegen. Die kleinen Tasten ebenfalls nach rechts schieben. Und einsetzen, dann passt es bei uns.
Es hat sofort alles richtig gepasst. Und hier müssen auch die Pins eingesetzt werden. Sie werden bis zum Anschlag eingesetzt. Das heißt, es ist eingerastet, alles fertig. Und hier bis zum Anschlag. Die Tasten sind an ihrem Platz. Und hier können wir auch mit diesen Muttern, wir haben 4 Stück auf Vorrat, die Platine festschrauben. Die Platine festschrauben. Nicht sofort festziehen, denn es wird nötig sein. Die Seitenwände einzusetzen. Um die Seitenwände einzusetzen, dort wo wir den Anschluss haben, muss sie angehoben werden. Deshalb ziehen wir sie nicht ganz fest. Ich ziehe sie nur leicht an. Jetzt setzen wir die Seitenwände ein. So wird sie eingesetzt. Und diese beiden hier. Und diese beiden eingesetzt. Die Muttern anziehen. Im Prinzip hätte man sie auch sofort festziehen können, es hätte nicht besonders gestört. So, angezogen. Jetzt setzen wir die obere Abdeckung auf und ziehen unsere letzten Muttern fest. So, alles fertig. Montiert, nichts verzieht sich irgendwo. Alle Löcher stimmen bei uns überein, die Tasten drücken, nichts wer klemmt, wird nicht überdrückt. Das ist also die korrekte Gehäusemontage, bei der alles an seinem Platz ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss zusammen.